Save me, save me, save me. Wenn Zambikos vor der Küste seiner Heimat Rhodos mit dem Motorboot unterwegs ist, macht ihn das glücklich. Bestimmt ging es Sonnengott Helios ganz ähnlich, als er seinen legendären Sonnenwagen um die Insel lenkte. Die Liebe zu Rhodos war und ist den beiden gemeinsam. Zambikos hat aber noch eine weitere große Liebe. Hallo mein Schatz. Hallo Ravimo. Wie geht's? Du hast kein gutes Signal. Wie warum? Du bist im Moped. Ich fahre jetzt nach Hause und packe meinen Koffer und dann geht's gleich los. Und bin ich ganz froh, dass ich fertig bin. Und jetzt kann ich zu dir kommen. Ja, ich freue mich. Ich werde dich abholen vom Flughafen. Wir sehen uns morgen. Tschüss, Ravimo. Tschüss, Ravimo. Vielleicht. Tschüss. Morgen kommt sie. Ja. Sie heißt Julia, Ärztin in der Uniklinik Ulm und immer gut gelaunt. Hi, ich bin Julia, ich komme ursprünglich aus Frankfurt und vor 13 Jahren habe ich meine große Liebe Zambiko kennengelernt in einem Familienurlaub in Griechenland, in Rhodos. Und deswegen ist Rhodos auf jeden Fall meine zweite Heimat. Und die besucht Julia so oft es geht. Im Sommer kommt Julia nach Rhodos, im Winter Zambikos nach Deutschland. So geht das schon seit 13 Jahren. Los, lass uns bitte gleich frühstücken gehen. Ich bin so froh, wieder hier zu sein. Okay. Auf nach Rhodos Stadt, der Hauptstadt der größten der griechischen Dodekanesinseln in der Südägäis. 300 Sonnentage im Jahr, Strand, Meer, tolles Essen, Kultur. Ach ja, und eines der 7 Weltwunder gibt's hier auch noch. Jetzt aber erstmal Frühstück für Julia im General, dem absolut besten Sandwichladen von Rhodos Stadt, sagt Zambikos. Und der sollte es ja wissen als waschechter Das ist der allerbeste Orangensaft der Welt. Das sind richtig gute Orangen. Auch in Archangelos, wo Zambiko herkommt, gibt es noch richtige Orangenplantagen. Und die haben einfach so viel Geschmack, das kennt man gar nicht aus Deutschland. Und deswegen, ich trinke das literweise, wenn ich hier bin, weil das so lecker ist. Und das ist ein Muss, wenn ich hier ankomme, als allererstes das Frühstück. Die Altstadt von Rhodos ist Weltkulturerbe. Hier staunt man an jeder Ecke und fühlt sich direkt ins Mittelalter gebeamt. Alles original. Naja, nur der Großmeisterpalast der Johanniter wurde von den Italienern während ihrer Besatzungszeit aufs Doppelte vergrößert. Die Shoppingmeile von Rhodos heißt Sokratesstraße. Verkaufsschlager Nummer 1, das blaue Auge, eine Art Schutzengel. Alles, was mit dem Auge zu tun hat, ist blau. Und das bedeutet, für gutes Glück zu haben. Zum Schutz. Zum Schutz. So. Dass die Kinder geschützt werden vor schlechten Gedanken, vor schlechten Vorhaben. Und das ist hier in Griechenland ganz wichtig und ganz häufig. Jede Frau und jeder Mann haben eben diese Augen. Und jetzt wollte ich gucken, ob da ein schönes dabei ist. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Die Osmanen haben diesen Brauch nach Rhodos gebracht. Hippokrates εκεί και εδώ Σοκρατού. So wie auch die vielen Moscheen. Im angeblich ältesten türkischen Kaffeehaus Europas sollte man unbedingt einen Mokka trinken.
Der Boden im Café ist angeblich 400 Jahre alt. Und noch ein Tipp von den beiden. Was ist da hinten? Jo. Ist das Türkei? Ja. Den allerbesten Blick über Rhodos Stadt hat man vom Uhrturm aus. Auf zum Koloss von Rhodos, zum 7. Weltwunder, der unsichtbaren Hauptattraktion von Rhodos Stadt. Sehr schön. Touristisch? Ja, Touristen natürlich, ja. Hauptsächlich Tourismus. So Wovon Rhodos lebt? So habe ich auch kennengelernt, mein Schatz. Gott sei Und Dank. wovon Rhodos auch lebt, muss man sagen. Ja. Was ja eigentlich sehr, sehr wichtig ist für die Leute hier. Man streitet darüber, ob sie wirklich hier gestanden hat, die riesige Bronzestatue des Inselvaters und Sonnengottes Helios. Breitbeinig soll er über der Hafeneinfahrt gestanden haben. Eine schöne Vorstellung findet auf jeden Fall Julia. So soll der Koloss von Rhodos ausgesehen haben in etwa. Ob das wirklich so ist, weiß man nicht genau. Und jetzt stehen symbolisch 2 Hirsche da, einmal männlich und weiblich. Bumm, Kolossos. Und das ist mein Koloss. Ja, genau. Der Arbeitsplatz von Sambikos könnte schöner nicht sein. Sambika Beach an der Ostküste der Insel. Ein Megastrand und ein unfassbar kristallklares Wasser. Sambikos betreibt hier einen Wassersportpark. Familiengeschäft in der 2. Generation. Julia gehört schon lange zur Familie und Sambikos Eltern sind immer überglücklich, wenn sie endlich kommt. Nicht nur bloß, weil die Laune vom Sohn dann gleich viel besser wird. Papa Nikos kann sich noch genau daran erinnern, als Julia das erste Mal bei ihnen auftauchte. Sie wollte Wasserski fahren lernen und strahlte mich dabei so sehr an, dass mir das Herz aufging. Und so hat sie Ski gelernt. Und jetzt ist sie eine Skilehrerin. Ja, Wasserskilehrerin. Und den Bootsführerschein hat sie auch gemacht. Ich hoffe sehr, dass die beiden bald ihre eigene kleine Familie gründen. Mit Kindern und somit mit Enkelkindern für mich. Sicher. Ich glaube. Hallo. Ναι, το παρέα. Τέλεια. Ευχαριστώ. Τέλεια. In der Hauptsaison muss hier jeder mitarbeiten. Auch Julia. Und die ist sehr beliebt bei den Touristen. Eine L müsste passen, oder? Eine L Oder müsste gucken wir mal, passen. ob die ganzen Muskeln da reinpassen. Oh ja, der Bauch meinst du? Für die Leute hier ist es so wichtig, dass sie haben 6 Monate Zeit und in diesen 6 Monaten muss das Geld verdient werden. Und die ganze Familie hängt dran. Der Papa arbeitet mit, die Mama arbeitet mit, der Bruder, der andere Bruder. Das heißt, die ganze Familie wird hiervon ernährt. Das heißt, es ist so wichtig, dass hier in dieser kurzen Zeit wirklich das ganze Geld rankommt. Und deswegen mache ich das auch von ganzem Herzen und Seele, dass ich hier ankomme. Und wenn viel zu tun ist, ich sofort einsteige und helfe. Im Juli und August läuft das Geschäft mit dem Wasserspaß richtig gut. In der Nebensaison geht's hier wesentlich ruhiger zu. Das ist nicht so häufig, dass ich die Chance habe, mit Sambiko zu fliegen, weil sonst muss er immer fahren. Und jetzt habe ich endlich die Chance, mit ihm zu fliegen. Das ist toll. Über dem Sambika-Strand steht die Sambika-Kapelle, der Ursprung der vielen Sambikas und Sambikos auf Rhodos. Tausende pilgern hier jedes Jahr hoch.
Über 300 Treppenstufen, für viele, wenn sie denn den Aufstieg schaffen, die Treppe zum Kinderglück. Meine Eltern kommen seit 30 Jahren, über 30 Jahren jedes Jahr hierher und wurden von der Vermieterin damals hier hochgeschickt. Und danach war meine Mama schwanger. Und das habe ich im Moment. Das habe ich. Und deswegen haben mich früher auch alle in dem Dorf, wo Zambiko geboren ist, Zambika genannt. Zambika, genau. In Rhodos gibt es so viele Namen, Zambikos und Zambika für Mädchen. Wenn ich nach Athen fliege und da fragen, wie heißt du? Da sage ich heiße Zambikos. Ah, du kommst aus Rhodos. Regelmäßig bedanken sich dann die Wunderkinder, die allesamt auf die Namen Zambikos oder eben Zambika getauft werden, bei der Madonna Zambika. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning. Viele Pilger lassen Geschenke hier oben I can't pin you down. und schreiben ins Kapellenbuch ihre Wünsche und Gedanken. I'm on your magical mystery ride. Auch Maria und ihre Mutter Katharina wollen sich heute bedanken. Vor 16 Jahren ist meine Mutter nicht nur hier raufgepilgert, sondern sie hat auch hier übernachtet und die ganze Nacht gebetet. Und tatsächlich, wenige Zeit später war ich schwanger. Eine weitere Zambika, also auf Rhodos. Seitdem kommen wir einmal im Jahr hierher, um der Madonna für dieses große Geschenk zu danken und um zu beten, dass sie uns und allen Menschen Gesundheit schenkt. Die Wunder von Zambika. Und Julia, glaubt sie an Wunder? Ja, ich glaube an Wunder und ich finde das eine ganz schöne Geschichte. Und deswegen ist es für mich auch so wichtig, hier, dass wir hier immer hochkommen und unsere Kerze anzünden für uns, unsere Familien. Und ich will an diese Geschichte glauben, weil das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ja, mit unserer Geschichte dazu ist das, hat das ganz, ganz viel Bedeutung für mich. Der Glaube ist auf Rhodos stark. Der Sonntagskirchgang für alle obligatorisch. Um 8 geht's los mit dem Gottesdienst und Papa Fotis, dem Priester von Achangelos. Pünktlich muss man hier nicht sein. Man darf kommen, wann man will. Hauptsache, man kommt. Zambikos und Julia nehmen uns mit in ihre Kirche. Nach dem Gottesdienst bleibt man beisammen, spricht und isst miteinander. Azula hat gebackene Zuckermandeln mitgebracht, zu Ehren ihres verstorbenen Vaters. Das macht sie jedes Jahr zum Todestag. Das ist eine Sitte, griechisch-orthodoxe Sitte, verstehen Sie? Das ist mein Schwiegervater, der ist mit 95 gestorben, vor 4 Jahren. Ich glaube, die griechisch-orthodoxe Kirche ist stärker. Die Leute glauben tatsächlich an Gott, an Jesus, glauben. Jeden Tag, ja, das ist ein kleines Geschenk. Auch wir werden hier liebevoll aufgenommen. Kaffee und Kuchen im Kirchenhof, das ist Tradition. Papa Fotis hat heute keine Zeit zu bleiben. Er will uns aber noch was ganz Wichtiges sagen. Es gibt für uns nichts Gefährlicheres als Egoismus. Es trennt die Menschheit. Harmonie, Liebe und Frieden, darauf müssen wir achten. Dass Julia fast perfekt Griechisch spricht, wird in Achangelos sehr geschätzt. Dass das zwischen der Deutschen und Zambikos mehr als ein Ferienflirt ist, weiß hier jeder. Auch Triantafia, die Kirchendienerin.
Die älteren Frauen, die wissen halt, wer Zambico ist. Man sagt immer, der Zambico von den und den Vorfahren und dadurch weiß man immer, ah, okay, das ist der und der und ah, okay, der hat die und die Freundin. Deswegen, hier ist ein kleines Dorf, es wird immer alles weitergetragen, deswegen innerhalb von kurzer Zeit weiß jeder alles und dadurch kennen mich halt auch sehr viele und manchmal weiß ich dann gar nicht so genau, wer das ist, aber ich spreche dann mit denen und das ist immer total nett, weil die sind so offen und freundlich und empfangen mich ganz herzlich immer. Zambikos Heimatdorf Archangelos ist vom Tourismus relativ unberührt. Alles sehr entspannt hier. Alt und Jung trifft sich auf der Straße oder im Café. Einer der schnellsten Tavli-Spieler im Ort ist Dimitris. Jeden Tag trifft er sich mit seinen Freunden auf ein Match und er kann sogar, während er seine schnellen Züge macht, telefonieren. Es ist nicht gut, zu viel denken. Spielen schneller, ist alles gut. Gut? Bravo. Dann machen wir weiter. Spielunterbrechungen sind nicht wirklich willkommen. Naja, außer Julia kommt auf ein Schwätzchen vorbei. Bravo. Na έχουμε και από εδώ τους φίλους. Alle Leute hier, nicht faule Leute. Er sagt, dass es nicht ist, dass sie faul sind und hier deswegen so viel Zeit haben zu spielen, sondern dass sie Rentner sind und ihre Zeit hier genießen. Alte Leute, alte Leute. Die jungen Leute gehen ins El Gusto. Hier macht Barista Michalis, übrigens ein Bruder von Zambikos, den besten Kaffee im Dorf. Auf Rhodos wird verdammt viel gesprochen. Alle haben sich ständig irgendwas zu erzählen. Das ist ganz, ganz typisch hier, dass die Männer oder auch die Frauen ihre Motorinos, also ihre kleinen Roller nehmen, ihre Runden drehen und kommunizieren. Das ist ganz, ganz wichtig für ihn. Und das ist auch ein Thema für Zambiko, zum Beispiel in Deutschland, weil das fehlt ihm sehr dort. Und was er in Deutschland auch vermisst. Und das ist, hier machen wir das auch ganz oft zusammen. Wir nehmen unser Motorino, unser Roller und drehen hier eine Runde, reden mit 5 Leuten und gehen nach Hause. Und das ist, macht schon auch Spaß und das ist auch ganz, ganz wichtig für die Leute hier. Einfach so die Beziehungen aufrechterhalten. Hoch über Archangelos thront ein über 500 Jahre altes Kastell. Für die Dorfbewohner spielte es aber auch vor knapp 50 Jahren noch eine ganz große Rolle. Das steht Ochi. Ochi bedeutet Nein. Als wir die ersten Wahlen hatten nach der Diktatur, einige mutige Leute aus dem Dorf, aus Archangelos, sind hier in der Nacht gekommen und das gemalt, um zu sagen zu den Bürgern, ihr habt die Chance zu wählen, Nein in Diktatur und Monarchie und Ja in Demokratie. Das war der Signal für alle hier. Und am nächsten Tag, die Leute, sie haben das gesehen. Und das war eine Hilfe, dass wir eine Demokratie haben. Das Restaurant Kosas in Stegna, einem Strandort unterhalb von Archangelos, ist einer von Julias und Zambikos Lieblingsplätzen. Dass griechische Küche weit mehr ist als Tzatziki, Schafskäse und Gyros, wird hier von Dimitris Kosas schon seit Jahrzehnten bewiesen. Das ist was ganz Besonderes, das ist ein Seeigelsalat auf Eis. Das isst man mit Zitrone. Hier sind die Seeigel. Sehr, sehr, sehr teuer, weil es natürlich auch schwer zubereiten ist.
aber sehr lecker. Julia hat sich also auch geschmacklich schon voll eingelebt. Alles, was aus dem Meer rund um Rhodos kommt, wird hier fangfrisch auf den Tisch gebracht. Die Griechen lieben gutes Essen, die leben dafür. Und dann geben sie auch gerne dafür mal ein bisschen mehr Geld aus, wie zum Beispiel hier, weil es alles mit Liebe gemacht, alles schmeckt super gut, es ist frisch, direkt aus dem Meer, das ist ganz toll und deswegen lieben wir es auch so sehr, hierher zu kommen. Und sie lieben Dimitris. Der Restaurantchef ist außergewöhnlich freiheitsliebend. Es stresst mich einfach, Schuhe anzuziehen. Sie engen mich ein und bringen mich zum Schwitzen. Eines Tages habe ich die Schuhe einfach ausgezogen. Und seitdem geht's mir gut. Dimitris läuft seitdem konsequent barfuß durchs Leben. Nur einmal nicht. Der Priester hat bei meiner Hochzeit gesagt, ohne Schuhe kannst du nicht heiraten. Also habe ich sie kurz angezogen. Wusste ich ja. Ich will ohne Schuhe leben. Mein ganzes Leben lang. Freiheit bedeutet für die Griechen auch feiern. Und das leidenschaftlich ausgelassen. Servietten, Bier und Tische. Mehr braucht's nicht. Julia ist am nächsten Morgen zwar noch nicht ganz wach, aber voller Vorfreude. Sambikos hat sich heute freigenommen und die beiden wollen den ganzen Tag einfach nur Spaß haben. Sambikos ist ja sozusagen im Wasser aufgewachsen, mit all dem Meeresgetier auf Du und Du. Und er ist ein Jäger. Selbst Oktopusse haben keine Chance gegen ihn. Kannst du ihn bitte wieder freilassen? Was ein Liebesbeweis. Kein Rhodier lässt freiwillig einen Oktopus sausen. Auf der Insel Rhodos gibt es Tiere, die man hier ganz sicher nicht vermuten würde. Hier ist die Seehundhöhle und ich wusste auch nicht, warum Seehundhöhle heißt. Die Fischer haben mir immer gesagt, so bin ich aufgewachsen, wo bist du? Ich bin bei der Seehundhöhle. Bis eines Tages bin ich vorbei mit dem Boot und ich bin total erschrocken, als ich einen Kopf gesehen habe und dann, au, 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 da war ein Seehund. Das war das erste Mal, dass ich Seehund gesehen habe. Und das habe ich 2-mal gesehen. Deswegen heißt auch der Seehundhöhle hier. Aber heute haben wir Pech, oder? Ja, sehr selten. Ich bin 38 und habe nur 2-mal gesehen. Wesentlich häufiger als Seehunde sieht man auf jeden Fall die hier auf Rhodos. Kokini Yamos, eine einsame Bucht, die man sich nur mit Ziegen teilen muss. Wenn die Griechen Zeit haben, dann kommen die samstags, sonntags hierher, um Ruhe zu finden, weil hier kann man nur mit dem Boot hinkommen. Als ich noch studiert habe, da war ich ja 2-3 Monate am Stück hier. Jetzt, seitdem ich angefangen habe, in Deutschland zu arbeiten und nur im
am Wochenende oder mal für eine Woche hier bin, versuchen wir die Zeit, die ich hier bin, schon auch mehr zu nutzen, mal irgendwie mehr Ausflüge zu machen. Und ich versuche so oft ich kann hierher zu kommen, aber es ist trotzdem nicht einfach, wenn man mehrere Wochen teilweise, wenn man sich mehrere Wochen teilweise nicht sieht und Sambiko sehr gestresst ist auch und wenig Zeit hat, dass wir irgendwie kommunizieren können. Das ist nicht einfach, aber dadurch, dass wir das beide vom ganzen Herzen wollen, funktioniert es auch. Und, 13 Jahre jetzt. Das passiert 13 Jahre schon. Ja, sie macht das sehr gut. Ich nicht so gut so wie sie. Ich versuche es wenigstens, weil ich bin gestresst. Die Distanz funktioniert nur, wenn man wirklich tiefstes Vertrauen hat. Und natürlich gibt es Situationen, wo er eifersüchtig ist, wenn ich im Krankenhaus mit den Leuten, mit den anderen Ärzten bin. Oder ich bin eifersüchtig, wenn er hier am Strand, Beachboy, Highlife mit den ganzen Chicas ist. Ja, dann denke ich, mache ich mir natürlich auch Sorgen. Aber wir haben schon ein Grundvertrauen und das ist das Wichtigste. Sonst funktioniert mit der Distanz würde es nicht Mädchen funktionieren. gibt es vieles. Julia war eine für mich. Entschuldigung, aber es ist so. Sonst würde ich nicht 13 Jahre halten, diese Beziehung. Ja, es geht nicht. Wir lassen den beiden jetzt mal ein bisschen Zeit für sich. Und machen uns auf in den Süden der Insel. In Lindos, der weißen Stadt, treffen wir die beiden dann wieder. Der Hotspot für Windfans heißt Prasonisi am südlichen Zipfel der Insel. Hier treffen Ost- und Westküste direkt aufeinander. Und das macht jeden Surfer, ob mit Segel oder kalt, glücklich. Denn die Windverhältnisse sind in Prasonisi für die Wassersportler ideal. Auch immer mehr Vollboarder kommen nach Rhodos. Mit diesem Brett schwebt man sozusagen übers Wasser. Alex aus Berlin ist total überrascht von Rhodos. Der Spot hier in Griechenland ist sensationell. Ich bin ziemlich viel in der Weltgeschichte umhergekommen die letzten Jahre und wusste gar nicht, dass ich mit 3 Stunden und 30 Flug hier so einen sensationellen Spot vor der Tür habe und genieße Griechenland. Auf dem Rückweg Richtung Lindos treffen wir im Hafen von Plimiri den Fischer Michalis. Er war die ganze Nacht auf dem Meer und muss jetzt seine Bestellungen ausliefern. Richtig stolz ist er auf einen ganz besonderen Fang. Ich habe einen Galeus gefangen. Das ist eine Haiart. Sehr, sehr lecker. Michalis lebt von der Fischerei. Seine Auftraggeber sind die Restaurants an der Ostküste der Insel. Es gibt nicht mehr so viel Fisch hier mehr wie früher. Aber ich will nicht klagen. Ich bin froh, wenn ich etwas fange. Ich habe heute Nacht um 2 meine Fangleinen ausgefahren und sie bei Sonnenaufgang wieder eingeholt. Restaurantchefin Olga hat schon auf Michalis gewartet und ist happy über den Nachschub. Which fish you prefer? Welchen Fisch willst du? Den da am liebsten. The big one. Den großen The hier? big one Was ist das für ein Fisch? is stira. Das ist eine Stira, ein Zackenbarsch. It's so fresh. Er ist absolut frisch, sieht man an den Augen und natürlich an den Kiemen. And of course, Wenn die Kiemen innen rot sind, ist der Fisch frisch. Eigentlich ganz einfach. Und was wiegt dieser Brummer? on the scale. Lass uns schauen. 2 Kilo und 300 Gramm. Fischer Michalis ist sichtlich zufrieden. Je mehr ein Fisch wiegt, desto besser für ihn. Olgas Mann Antonio hatte mal in Bremen ein Restaurant. Hier gefallen ihm die Fische viel besser. Das ist eine Dorado Rosé. Der beste Fisch der Welt.
Eine weitere Spezialität von Antonios hängt zum Trocknen auf der Wäscheleine. Hoffentlich ist nicht der von Sambikos dabei. Das ist eine Oktopus, die kommen aus Karpathos, in Kalymnos. Und wir suchen mal die beste aus. Also, das heißt, DAF 3 heißt diese Art, die Oktopus. Das heißt, von 2 bis 3 Kilo. Nicht weniger, nicht mehr. Und dann bleibt auf die Sonne, wenn eine gute Sonne ist, ein Tag, weil die Flüssigkeit musste weg. Ne? Wenn er nass ist, das kann man schlecht grillen. Und machen wir ein Bein und kann man mit einer Uso das gut essen davon. Also ein Uso und ein Bein? Nee, kann man viel Uso trinken, aber da wird ganz klein geschnitten, so 1 Zentimeter. Die kann man nicht so essen. Ne? So machen das also die Griechen. Während wir also jetzt zu jedem kleinen Stückchen Oktopus einen Uso trinken, sind Julia und Sambikos noch auf dem Meer unterwegs. Und auch da trifft man einfach mal so Freunde. Mit denen man sich natürlich gleich unterhalten muss. Sambikos Kumpel Flassis ist allerdings geschäftlich hier unterwegs. Flassis verdient sein Geld mit Harpunenfischerei. Bis zu 3 Minuten kann er ohne Sauerstoffflasche in 20 Metern Tiefe unter Wasser bleiben. Unser zweiter Zackenbarsch heute. Frischer geht's wirklich nicht. Wir haben Glück. Meine Harpune ist zwar sehr einfach und billig, aber so wie der Pinsel nicht den Künstler ausmacht, macht die Harpune nicht den Fischer aus. Tschüss, Flassis. Wer nach Lindos mit dem Boot fährt, macht in Julias Herzensbucht fest. Hier ist meine St. Paulsbucht. Hier wünsche ich mir ganz arg zu heiraten. Sambikos natürlich. Apostel Paulus, nach dem die Bucht und auch die Kapelle benannt sind, hätte sich sicher nie träumen lassen, dass seine Bucht mal zu einer weltberühmten Heiratslocation wird. 600 Paare lassen sich hier jährlich trauen. Hoch über der Paulusbucht erhebt sich die Akropolis von Lindos, darunter die wunderschöne weiße Stadt. Gelo Blue, den Namen sollte man sich merken. Hier gibt's Kuchen, der einen mindestens den ganzen Tag satt macht. Schokolatopita. Das ist so ein ganz, ganz saftiger Schokokuchen. Ich liebe es. Und man isst es mit Eis zusammen. Vanilleeis. Klar, der Kuchen alleine hätte ja auch nur schlanke 1000 Kalorien pro Stück. Und Sambiko hat griechischen Käsekuchen bestellt. Mit Erdbeertopping.
Lindos ist autofrei und der Weg hoch zur Akropolis steil und weit. Aber es gibt ja glücklicherweise viele Esel im Dorf. Zum Beispiel Andreas und Margarita. Das sind meine Taxis. Diese Eselchen sind bei mir aufgewachsen und ernähren meine Familie. Die Saison war nicht gut. Es gab kaum Touristen. Wir haben viel zu wenig Geld eingenommen. Aber was sollen wir machen? Γεια σας. Μπορώ να ανέβω? Από εδώ? Πάμε. Μπράβο. Πώς λέγεται? Andreas και Margarita. Kindheitserinnerungen. Lindos Taxi. So touristisch die Eselei auch ist, 50 Familien leben in Lindos von diesem Geschäft. Die Akropolis ist normalerweise brechend voll. Und das bei Eintrittspreisen von immerhin 12 €. Der Ausblick auf Julias Hochzeitsbucht ist von hier oben aber wirklich fantastisch. Von der Antike in den Wald. Den gibt's hier nämlich auch auf Rhodos. Die Italiener haben ihn während der Besatzungszeit aufgeforstet. Und auch Hirsche wurden ausgesetzt. Die gab's zwar tatsächlich schon immer auf Rhodos, aber das Jagdfieber der Griechen war einfach zu ausgeprägt. Eleusa, das verlassene Bergdorf im Inselinneren. Der Ort wurde vor 80 Jahren von Italienern für italienische Forstarbeiter gebaut, die die Insel grüner machen sollten. Für italienische Touristen. Erst 1947 wurde Rhodos dem Königreich Griechenland zugesprochen. Anna ist Sprecherin der Bürgerinitiative Eleusa und wir staunen über das, was sie erzählt. Seitdem die Italiener weg sind, wurde an den Gebäuden nichts mehr gemacht. Sie sind verlassen und heruntergekommen. Und wir können gar nichts dagegen machen. Die Gebäude gehören dem griechischen Staat. Und der will kein Geld dafür ausgeben, sondern nur gewinnbringend verkaufen. Es ist unser aller Traum hier und wir kämpfen dafür, dass diese historischen Gebäude uns, also Rhodos, gehören, damit wir sie wieder aufbauen, renovieren und uns kümmern können, damit sie erhalten bleiben. Dieser riesige Springbrunnen könnte auch locker in Rom stehen. Im Sommer, wenn es so richtig heiß ist, kühlt sich hier die Dorfjugend aus der Umgebung ab. Aber eigentlich ist das Bassin ein Biotop für einen Fisch, den es nur auf Rhodos gibt, den Gisani-Fisch. Die kleinen Grauschwarzen sind es. Es ist ein sehr starker Fisch. Deswegen nennen wir ihn hier alle den Held des süßen Wassers. Er könnte auch mit ganz wenig Wasser überleben. Hier fühlt er sich richtig wohl. Es gibt viel Plankton im Wasser und er vermehrt sich prächtig. Gleich neben dem Wasserbassin sprudelt eine der wichtigsten Quellen von Rhodos. Und nur Panayotis hat den Schlüssel dazu. Diese Quelle ist sicher Helios zu verdanken, denn der wünschte sich damals von Zeus eine fruchtbare Insel. Das Wasser kommt direkt aus der Erde und folgt dann seinem natürlichen Fluss. Es versorgt auch Rhodos Stadt, aber es geht zuerst hier nach Eleusa und in die umliegenden Dörfer. Diese Quelle hier ist sehr wichtig für uns. Es ist unser Trinkwasser, also damit unsere Lebensgrundlage. Und deswegen ist die Quelle auch sehr gut gesichert. Wassermangel gibt's also auf Rhodos nicht und das ist auf Inseln echt selten.
Ganz in der Nähe von Eleusa gibt es 2 weitere Gebäude, die man hier in der Südägäis nicht vermuten würde. Im Tiroler Stil überrascht das Hotel Elaphos, übersetzt zum Hirschen. 1929 von den Italienern gebaut. Die beanspruchten Rhodos für sich und wollten die Insel zu einem italienischen Kurort ausbauen. Ein Stückchen weiter den Berg hoch die sogenannte Villa Mussolini. Sie war als Sommerresidenz für den Diktator Mussolini gedacht. Nur wenige Touristen wissen um die Geschichte dieses Hauses und lange wird es hier nicht mehr als Denkmal an die faschistische Unterdrückung der Griechen durch die Italiener stehen. Das, was ich gerade sehe hier, das gefällt mir gar nicht, weil das ist ein Platz, wo alle Touristen, für uns aus Rhodos, ist sehr, sehr wichtig. Und wenn es so weitergeht, so wie Sie sehen gerade, das wird in ein paar Jahren nicht mehr existieren. Das wird kaputt, das wollen wir nicht. Die Leute aus Rhodos, sie wollen das restaurieren, aber Griechenland lässt das nicht. Und wir können nichts dazu machen. Sie muss uns das grüne Licht geben, um ein bisschen zu behalten, weil das ist Geschichte hier. Ja, das muss bleiben, sonst in ein paar Jahren ist nichts hier. Null. Sambikos will uns unbedingt noch eine Freundin seiner Familie vorstellen. Sie hat unter italienischer Besatzung gelebt. Fotia ist 90 Jahre alt und musste als junges Mädchen in der Schule Italienisch sprechen. Unser Lehrer zeigte jeden Morgen an die Tafel und fragte, wer ist das? Und wir mussten alle auf Italienisch sagen, Re d'Italia e Imperatore di Etiopia, Benito Mussolini. Das ist der Imperator Benito Mussolini. Ja, so war das. Wir mussten jahrelang Italienisch sprechen. Italica. Fotia lebt in einem ganz typischen kleinen Inselhaus. Ihre Lebenserinnerungen hängen überall an den Wänden. Die 90-Jährige war noch nie irgendwo anders als auf Rhodos. Neulich erzählte ich einem Bekannten, dass ich noch nie in Athen war. Er sagte, da hast du gar nichts verpasst, Fotia. Du hast es hier auf Rhodos so schön. Ganz ehrlich, ich war noch nicht mal in Rhodos Stadt. Ich bin einfach glücklich hier, wo ich bin. Was eine tolle Frau. Und was eine wundervolle Insel. Der Top-Platz für Romantiker ist auf jeden Fall Monolithos. Die ehemalige Johanniterfestung thront auf einem 240 Meter hohen einzelnen Felsen. Der ideale Platz für Verliebte. Und wir trauen uns endlich mal zu fragen, wie oft küsst ihr euch eigentlich so am Tag? Wie oft? Gibt keine Nummer. Gibt keine Nummer. So oft es geht. Ja. Und was ist jetzt genau das Geheimnis eurer Liebe? Streiten, wieder alles okay, wieder streiten, wieder alles okay. Wieder vertragen. Aber Vertrauen und Liebe. Ja. Die Liebe ist wie eine EKG. EKG? Genau. Die Flamme erlischt nie.